Nach einem herzhaften albanischen Frühstück war unser Tagesziel klar: Montenegro, Crne Gore. Als wir losfuhren, um auf die Straße nach Škodra zu gelangen, kam auch unser Bekannter Alex mit seinem Zebra gefahren. Nochmals kurz halten, ein paar Worte wechseln und weiter ging's. Wir sollten ihm nochmals nach Škodra begegnen. Après un petit déjeuner albanais, notre destination du jour était claire: le Monténégro, Crne Gore. Alors que nous partions pour rejoindre la route menant à Škodra, notre ami Alex est arrivé au volant de sa Zebra. Nous nous sommes arrêtés brièvement pour échanger quelques mots, puis avons repris la route. Nous devions nous retrouver à Škodra. Nach dem Grenzübertritt füllten wir unsere Lebensmittelvorräte und den Treibstoff auf und fuhren unserem Tagesziel entgegen, dem Rikavacko Jezero, einem kleinen Bergsee. Après avoir passé la frontière, nous avons fait le plein de provisions et de carburant. Puis nous avons pris la route vers notre destination du jour, le Rikavacko Jezero, un petit lac de montagne. Montenegro ist mit etwa 616.000 Einwohnern und einer Fläche von 13.812 Quadratkilometern eine der kleineren Staaten Europas. Die Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt ist Podgorica. Der Name Montenegro stammt aus dem Italienischen und bedeutet schwarzer Berg. Montenegro a environ 616 000 habitants et une superficie de 13 812 km². Ce État des Balkans est l'un des plus petits d'Europe. Sa capitale et ville la plus peuplée est Podgorica. Le nom Montenegro vient de l'italien et signifiait montagne noire.